Und ich weiß, das kann nicht anders sein. Denn ihr seid Fleisch, von unserem Fleisch und Blut, von unserem Blut. Und in eurem jungen Gehirn brennt derselbe Geist, der uns beherrscht. We all know this version of Adolf Hitler. Barking, gesturing, captivating the masses like a man possessed. His voice is his weapon. His delivery is deliberate, dramatic, explosive. This is the Hitler history remembers. Ihr könnt nicht anders sein als mit uns verbunden. Und wenn die großen Kolonnen unserer Bewegung heute siegend durch Deutschland marschieren, dann weiß ich, ihr schließt euch den Kolonnen an. Und wir wissen, vor uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland. But was there another Adolf Hitler? Did he have another voice, a voice not meant to seduce the masses? That's what we're exploring in this video, where we've uncovered a secret recording from the archives that reveals a very different side of Hitler's vocal repertoire. But first, let's go back in time a bit. Der Verfall unserer Kultur, diese Welle von Verpestung unseres ganzen kulturellen Lebens. This is Hitler in 1933, just days after becoming chancellor. His cadence is slower, his tone controlled. There's passion here, but it's restrained, almost cautious. Die Millionen Menschen ihre Spargroschen beraubte. He hasn't yet become the bombastic figure we saw in Nuremberg. But the seeds of that performance, they're already there. Alles angestiftet und alles gemacht und alles verantwortet von den Männern des Novembers 1918. Just 4 months later, we see something new. Scale, structure, and sync. This rally in Thuringia shows the beginning of Hitler's full conversion into a performer. Das, was hier steht, ist keine Redensart. Das ist eine Realität aus Blut und Fleisch. Etwas über 4 Monate regieren wir jetzt. Und wir können mit Stolz sagen, die Zahl der Erwerbslosen ist rund 1,2 Millionen zurückgegangen. Repetition, pregnant pauses, emotional crescendos. He's not just speaking to the crowd, he's conducting them like an orchestra. These aren't speeches anymore, they're rituals. And the audience, they already know their part. This is Hitler's most famous stage, Nuremberg 1934. Filmed by Leni Riefenstahl, Triumph of the Will captured the dictator at full theatrical power. Booming voice, messianic presence, and a crowd already programmed to respond. Der sich als Träger seines besten Blutes fühlend und dieses wissend zur Führung der Nation erhoben hat und entschlossen ist, diese Führung zu behalten, wahrzunehmen und nicht mehr abzugeben. Riefenstahl was a master of stagecraft. With groundbreaking cinematic techniques, sweeping aerial shots, rhythmic editing, and dramatic close-ups, she elevated Hitler's theatrical delivery into something mythic, almost divine. His movements are sharp, his voice rises and falls like a war drum. He isn't just delivering policy, he's performing destiny. This wasn't governance, it was spectacle, and it worked. Ich glaube, sondern der Schwur, ich kämpfe. In his infamous prophecy speech, he delivers menace with total confidence. No shouting needed, just precision and threat. Die Völker werden in kurzer Zeit erkennen, dass das nationalsozialistische Deutschland keine Feindschaft mit anderen Völkern will. Ich will heute wieder ein Prophet sein. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen,
dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. And when Roosevelt pleaded for peace, Hitler mocked him to his face. Ihm die Zusicherung zu geben, dass die deutschen Streitkräfte das Staatsgebiet folgender unabhängiger Nationen nicht angreifen, und er nennt Finnland, Lettland, Litauen, Estland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Niederlande, Belgien, Großbritannien, Irland, Frankreich, Portugal, Spanien, die Schweiz, Liechtenstein, Luxemburg, Polen, Ungarn, Rumänien, Jugoslawien, Russland, Bulgarien, Türkei, Irak, Arabien, Syrien, Palästina, Ägypten. The Reichstag laughs not at jokes, at power. By the time Germany declared war on the United States, his voice was thunder. He wasn't arguing anymore, he was pronouncing. Deutschland und Italien haben dem gegenüber sich nun endlich gezwungen gesehen, getreu den Bestimmungen des Drei-Mächte-Paktes vom 27. September 1940, Seite an Seite mit Japan den Kampf zur Verteidigung und damit zur Erhaltung der Freiheit und Unabhängigkeit ihrer Völker und Reiche gegen die Vereinigten Staaten von Amerika und England gemeinsam zu führen. Was nun die weiteren Ziele betrifft, so werden Sie wieder verstehen, dass ich darüber nicht rede, weil es sich um Ziele handelt, die zurzeit verfolgt werden. Darüber spricht Mr. Churchill. So we finally arrived. The only time we hear Hitler speak like this. No microphones, no crowds, just a secret wiretap in a Finnish railway car in 1942. The tone? Calm, measured. He sounds almost like someone talking shop at lunch. And this one quiet moment became a powerful tool, not just for historians, but for actors. Bruno Ganz, who portrayed Hitler in Der Untergang, Downfall, used this tape to understand how Hitler really sounded when he wasn't performing. To strip away the shouting and find the man behind the myth. Eine große Verantwortung liegt nun auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Es wurden viele Fehler gemacht, seien Sie unerbittlich. The recording was made on June 4th, 1942, during Hitler's visit to Marshal Mannerheim in Finland on Mannerheim's 75th birthday. They met in a private railway car, expecting a confidential conversation, unaware that Finnish intelligence had secretly wired the room. What you're about to hear is a dictator unguarded, a voice not meant for history books, but accidentally preserved by a hidden microphone. Turn on subtitles to follow along. Eine sehr große Gefahr, vielleicht die schwerste. Deren ganze Unglück wir überhaupt erst jetzt ermessen können. Wir wussten das selber auch nicht so ganz genau, wie ungeheuerlich dieser Staat und Küste war. Ja, das hätten wir nicht geahnt im Winterkrieg. Im Winterkrieg hätten wir das nicht geahnt. Natürlich hatten wir den Eindruck, dass sie gut gerüstet waren. Aber so, wie sie in Wirklichkeit. Und jetzt ist ihm gar kein Zweifel, was sie hatten in ihren Schienen. Ganz klar. Sie haben die ungeheuerste Rüstung, die Menschen denkbar ist. Also, wenn mir jemand gesagt hätte, dass ein Staat mit Wenn mir jemand gesagt hätte, dass ein Staat mit 35.000 Tanks antreten kann, dann hätte ich gesagt, sie sind wahnsinnig geworden. 35.000 Panzer. Wir haben zurzeit über 34.000 Panzer vernichtet. Wenn mir das jemand gesagt hätte, ich hätte gesagt, wenn mir ein General von mir erklärt hätte, dass hier ein Staat 35.000 Panzer, hätte ich gesagt, Sie, mein Herr, Sie sehen alles doppelt oder zehnfach. Das ist Wahnsinn, Sie sind ein Gespenster. Das haben wir nicht für möglich. Wir haben Fabriken gefunden. Allein eine da in Kramarovskaya zum Beispiel. Das war vor 2 Jahren ein Bau und wir hatten keine Ahnung. Heute ist dort eine Panzerfabrik, die in der ersten Schicht etwas über 30.000 und in den Vollausbau über 60.000 Arbeiter beschäftigen soll. Eine einzige Panzerfabrik. Wir haben sie besetzt. Eine gigantische Fabrik. Arbeitermassen, die allerdings über die Tiere leben. Donetsk-Gebiet.
Ja, aber wenn man denkt, dass sie 20 Jahre, über 20 Jahre, 25 Jahre beinahe, Freiheit gehabt haben, sich zu rüsten. Und alles ausgegeben für Rüstung. Nur Rüstung. Das ist ich sagte vorher dem Herrn Staatspräsidenten, ich habe das vorher nicht geahnt, hätte ich es geahnt, dann wäre mir noch schwer zu Herz gewesen, aber den Entschluss hätte ich dann erst recht gefasst. Denn es blieb ja gar keine andere Möglichkeit. Ich war mir ja schon klar, schon in der 39, dass er so nur sitzen musste. Ich hatte nur den alten Westen noch nie. Denn der Zweitbrückenkrieg, das wäre gewesen. Den wir auch zu brauchen. Das sehen wir heute besser, als wir es damals bei Hitler kannten. Das werden wir zu brauchen. Und mein ganzes, ich wollte an sich noch im Herbst 39, wollte ich an sich noch den Westfeldzug durchführen. Nur dieses dauernde schlechte Wetter, das wir haben, das hat uns daran gehindert. Weil unsere ganze Bewaffnung war ja, es ist eine Schönwetterbewaffnung. Sie ist sehr tüchtig, sie ist gut, aber es ist leider eine Schönwetterbewaffnung. Wir haben das jetzt hier ja auch in dem Krieg gesehen. Unsere ganzen Waffen sind natürlich auf den Westen zugeschnitten. Und wir alle waren der Überzeugung, das war unsere Meinung eben, seit der ältesten Zeiten her, da kann man nicht Krieg führen. Und wir haben auch die deutschen Panzer und die deutschen Fahrzeuge, die sind nicht erprobt worden, um sie etwa für den Winterkrieg herzurichten, sondern man hat Probefahrten gemacht, um zu beweisen, dass man im Winter nicht Krieg führen kann. Das ist ein anderer Ausgangspunkt gewesen. Wir sind im Herbst 1939 immer vor der Frage gestanden, ich wollte unter allen Umständen angreifen und ich war der Überzeugung, dass ich in 6 Wochen mit Frankreich fertig werden würde. Aber es war die Frage, ob man sie bewegen kann. Und es war dauernder Regenwetter und nun kenne ich ja dieses französische Gebiet selber sehr gut und auch ich konnte mich den Auffassungen vieler meiner Generale nicht verschließen, dass wir wahrscheinlich diesen Elan nicht bekommen würden, dass wir die Panzerwaffe nicht auswerten würden können, dass wir auch die Luftwaffe nicht würden auswerten können mit den Feldflugplätzen infolge des Regens. Ich konnte ja nur Frankreich selber, ich bin 4 Jahre lang Soldat gewesen im Großen Krieg. Und so kam diese Verzögerung. Hätte ich im Jahre 39 Frankreich erledigt, dann wäre die Weltgeschichte anders gelaufen. So musste ich bis zum Jahr 1940 warten. Das ging ihm leider vor Mai. Der 10. Mai war der erste schöne Tag. Am 10. Mai habe ich sofort angegriffen. Ich habe am 8. Mai in die Feld gegeben, am 10. Mai zum Angriff. Und dann musste diese riesige Umstellung unserer Divisionen vom Westen nach Osten vorgenommen werden. Erste Besetzung hatten wir in Norwegen diese Aufgabe. Im selben Augenblick kam eigentlich, da bis heute, würde ich sagen, sehr großes Unglück über uns, nämlich die Schwächen, die sich in Italien ergeben hatten durch erstens die nordafrikanische Situation, dann zweitens durch die Situation in Albanien, Griechenland, ein ganz großes Unglück. Wir mussten nun helfen. Das bedeutete für uns mit einem Schlag zunächst wieder eine Zerreißung unserer Luftwaffe, Zerreißung unserer Panzerverbände, denn wir gerade dabei waren, die Panzerverbände hier für den Osten fertig zu machen, mussten wir nun mit einem Schlag 2 geschlossene Divisionen, es ist dann eine 3. geworden, abgeben und dauernd sehr große Verluste dort ergänzen. Es sind doch blutige Kämpfe gewesen, die in der Wüste ausgebrochen worden sind. Das alles hat uns natürlich dann auch später im Osten gefehlt. Und es war nicht undenkbar, als die Entscheidung, die unausbleiblich war. Ich hatte eine Unterredung damals mit Molotow. Und es war ganz klar, dass Molotow ging fort mit dem Entschluss, den Krieg zu beginnen. Und ich wurde ihn entlassen mit dem Entschluss, ermöglichen, zuvorzukommen. Das war denn die Forderungen, die der Umstände sind als Ladellauf an, das Europa zu beherrschen. Eine interessante ÖVP, die aber hier zu bestellen ist, gar nicht so lächerlich sein bloß gewesen. Das war schon im Herbst 1940 für uns ununterbrochen die Frage,
soll man es auf einen Bruch ankommen lassen. Ich habe damals der finnischen Regierung immer geraten, zu verhandeln und Zeit zu gewinnen und die Sachen dilatorisch zu behandeln, weil ich immer eine Angst hatte, dass Russland im Spätherbst plötzlich Rumänien überfällt und sich in den Besitz der Petroleumquellen setzt. Und wir wären ja im Spätherbst 1940 noch nicht fertig gewesen. Wenn nun Russland die rumänischen Petroleumquellen besetzt hätte, dann wäre ja Deutschland verloren gewesen. Es braucht mit 60 russischen Divisionen war die Sache zu machen. Wir hatten in Rumänien ja damals noch weiter keine Verbände. Die rumänische Regierung hat sich ja später an uns gewendet. Und das, was wir hatten, wäre ja lächerlich gewesen. Sie brauchten nur die Petroleumquellen besetzen. Ich konnte im September oder Oktober mit unseren Waffen keinen Krieg mehr beginnen. Das war ja unmöglich. Wir hatten auch den Aufmarsch natürlich im Osten in keiner Weise so weit vorbereitet. Die Verbände mussten ja auch im Westen erst wieder konsolidiert werden. Es musste erst die Bewaffnung in Ordnung gebracht werden. Denn letzten Endes haben wir ja auch natürlich Opfer gebracht in unserem Westfeldzug. Es wäre unnötig gewesen, vor dem Frühjahr 1941 anzutreten. Und wenn nun der Russe damals im Herbst 1940 Rumänien besetzt hätte und sich in den Besitz der Petroleumquellen gebracht hätte, dann wären wir im Jahr 1941 hilflos gewesen. Ohne Petroleum. Wir haben eine große deutsche Produktion, aber was allein die Luftwaffe verschlingt, was unsere Panzerdivisionen verschlingen, das ist denn doch etwas ganz Ungeheures. Ja, es ist ein Verbrauch, der über alle Vorstellungen weggeht. Und ohne die Zubuße von mindestens 4 bis 5 Millionen Tonnen rumänischen Petroleums würden wir den Krieg nicht führen können. Den Krieg lassen müssen. Und davor hatte ich eine große Sorge, daher auch mein Bestreben, durch Verhandlungen diese Zeit zu überwinden, bis wir stark genug waren, um diesen erpresserischen Forderungen entgegenzutreten. Denn die Forderungen waren einfach nackte Erpressung. Das sind Erpressungen gewesen. Die Russen wussten, dass wir uns nicht helfen konnten, dass wir im Westen gebunden waren, so konnten wir alles erpressen. Und erst bei dem Besuch von Molotow, da habe ich Ihnen da kurz angemerkt, dass die Forderung, diese viele Forderungen, dass wir nicht akzeptieren. Damit waren dann sich die Verhandlungen abrupt geändert. Was für Gradjagdmord. Das waren die vier Punkte. Der eine Punkt, der Finnland betraf, die Freiheit, sich vor den finnischen Drohungen zu schützen. Ich sagte, werden mir doch dass Finnland sich droht. So. Ja, es sei Finnland gegen die Freunde der Sowjetunion würde man vorgehen und da wird die Gesellschaft gewesen, die würden fortgesetzt verfolgt und eine Großmacht können sich nicht von einem kleinen Staat in seiner Existenz bedrohen. Also ihre Existenz ist doch nicht von Finnland bedroht. Das werden Sie mir doch nicht reden können, dass ihre Existenz von Finnland bedroht ist. Ja, es gäbe auch eine moralische Bedrohung der Existenz eines Großstaates und das, was Finnland betreibt, das sei die Bedrohung der moralischen Existenz der Dinge. Das sagte ich ihm, wir würden einen weiteren Krieg in der Ostsee würden wir nicht mehr als passive Zuschauer hinnehmen können. Er fragte mich, wie unsere Stellung in Rumänien sei. Wir hatten ja die Garantie abgegeben, ob die Garantie sich auch gegen Russland richtet. Dann sage ich, das glaube ich nicht, dass sie die gegen Sie richtet, denn Sie haben doch wohl gar nicht die Absicht, Rumänien zu überfallen. Sag ich, wir haben nie etwas gehört, dass Sie die Absicht haben, dass Sie Rumänien überfallen, weil Sie haben immer gesagt, dass Bessarabien Ihnen gehört, aber Sie haben doch nie erklärt, dass Sie Rumänien überfallen wollen. Er sagt, er möchte präzise wissen, ob diese Garantie. And that was the remarkable hidden recording of Adolf Hitler, speaking plainly, almost clinically, about the war to Marshal Mannerheim. The tape comes from the archives of the Finnish broadcaster YLE, who preserved this rare moment in history. We've got more stories about World War II and the man who helped ignite it, so if this fascinated you, there's plenty more to discover. Just check the links on screen now.